Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, kommen wir noch ganz kurz zur Auslosung vom Gewinnspiel mit den 100 Euro Paysafe Guthaben und den damit resultierenden 3000 Pilzen, die ich euch aushändigen möchte. Vielen lieben Dank natürlich in erster Linie für alle Leute, die daran teilgenommen haben. Die ganzen netten Kommentare weiß ich auf jeden Fall immer sehr, sehr zu schätzen. Ja, es sind ja mal viele dabei, die sonst gar nicht kommentieren und deswegen freut mich das umso mehr, dass dann auch viele schöne Texte mit dabei gewesen sind, auch wenn es im Zuge vom Gewinnspiel ist. Ja, ich denke mal, dass die Sachen trotzdem alle ehrlich gemeint sind und nicht böse sein. Es kann nur einer gewinnen, aber es wird definitiv nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Da ist noch jede Menge weiteres auf jeden Fall in Planung und deswegen es kann nur einer gewinnen, so ist das nun mal. Ne? So, wir kopieren uns die URL, wir gehen wieder auf unsere Seite, den Comment-Picker und geben hier den Link ein und filtern die Duplikate, das heißt Leute, die mehrfach kommentiert haben, die werden rausgefiltert, ne, sodass jeder die gleiche Chance hat. Ne? Okay. Hier geben wir die 11 ein, so, und dann werden wir mal die Kommentare bekommen. Es sind insgesamt 506 unique User und dann werden wir mal starten. Let's go, ich wünsche jedem viel Erfolg. Wie gesagt, das wird nicht das letzte Ding sein und deswegen gehen wir mal ran ans gute Gewinnspiel. Bin vor kurzem erst auf deinen Kanal gestoßen und muss sagen, machst deine Sache echt gut, spiele seit langem wieder Shakes and Fidget, mach weiter so. Dankeschön auf jeden Fall für die netten Worte. Mystique hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch an der Stelle an dich. Bitte melde dich bei mir auf dem Discord-Server oder bei Instagram. Beide Links findest du dazu unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und viel Glück beim nächsten Gewinnspiel. Ne? Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute gibt es mal wieder sehr viele News zu verkünden, denn es sind neue Updates draußen und Infos zum Elevator und was noch so vorab alles relevant ist. Und zwar heute am Mittwoch startet schon der Elevator auf S31. Ja, also ich nehme das Video jetzt gerade noch am Dienstag auf. Ja, und am Mittwoch startet der schon. Am Donnerstag startet der denn weltweit. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich wollte ja Donnerstag eigentlich streamen, den Elevator. Das muss ich leider verschieben. Ich werde am Freitag allerdings den Stream anhauen zum Serverstart von EU4. Gebündelt dann auch mit dem Elevator zusammen. Aber keine Sorge, trotzdem kommt am Donnerstag, denke ich mal, ein Video zum Elevator und ich kann den ja schon einen Tag vorab testen am Mittwoch, ne, weil ja S31 sozusagen der Testserver ist, ob da alles läuft. Finde ich ganz gut gemacht tatsächlich, weil am Mittwoch wird dann so getestet, ob der Elevator klappt. Donnerstag wird der dann weltweit für euch alle released und Freitag ist dann der Serverstart, sodass quasi nicht beides zusammen released wird, weil es ja schon mal in der Vergangenheit dazu kam, dass wenn beide Sachen released werden, weltweit die Server abgeschmiert sind so. Und auf dem Server selbst, auf EU4, ne, dann halt gar nichts funktioniert. Deswegen ganz gut gemacht, muss ich sagen, dass die Events jetzt ein bisschen unter der Woche stattfinden, weil sonst werden die am Freitag, wird immer alles am Freitag released, so, und dann ist aber, meistens über das Wochenende oder so keiner da, der sich dann so großartig drum kümmern kann, weil die haben ja dann auch Wochenende und so. Finde ich ganz nice, muss ich tatsächlich so sagen. Ja, wir haben aber auch viele News am Start, die ich hier euch auch vortragen möchte. Es sind einige Änderungen passiert und die möchte ich natürlich mit euch auch ganz gerne teilen. Moin Moin meine lieben, Spielwelt 31 Deutschland hat vorhin schon einmal das Update auf Version 16.0 erhalten. Die übrigen Spielwelten sowie die Clients für Android, Apple und Steam folgen dann morgen. Aber ganz ohne Changelog will ich euch natürlich nicht lassen und wünsche ich euch jetzt schon einmal einen super Tag und alles Liebe, euer Jörg. Changelog, neue Features. Allgemein, Rework der Klasse Berserker. Fähigkeit heißt nun Raserei. Kann nun maximal bis zu 15 Mal hintereinander angreifen. Ich denke mal, das ist eine faire Zwischenlösung, würde ich mal so sagen. Ich kann zwar nicht ganz nachvollziehen, warum das denn überhaupt, sag ich mal so,
gecapped wird, ne, weil 15 Mal muss man auch erstmal erreichen. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Also wenn man 15 Mal hintereinander angreift, dann hast du auf jeden Fall schon echt Glück, sag ich mal so. Ne? Das Ding ist jetzt halt, wir lesen erstmal weiter. Der Berserker darf seine Fähigkeit nicht mehr gegen Magier einsetzen und er leidet dadurch aber auch nicht mehr doppelten Schaden. Neue Grafik auf der Klassenwahlseite und neuen Klassen-Icons besitzt nun auch einen ausführlichen Infoscreen, der über einen Klick auf den sekundären Waffenslot des Charakterscreens aufgerufen werden kann. Gucken wir uns jetzt mal gleich mal an. Wenn wir hier einen neuen Charakter erstellen, dann sehen wir hier, aha, so sieht jetzt der Berserker aus, ne? Hat hier so einen Schädel und ja, wurde halt eben neu designt. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig, sieht jetzt, muss ich sagen, nicht schlecht aus so, aber ist halt erstmal was Neues, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wir haben hier auch den ein oder anderen Bersi hier auch am Start und ja, wenn man jetzt hier auf die Fähigkeit geht, hat dieser auch seinen eigenen Infoscreen, wo man sich hier auch alles komplett durchlesen kann, was jetzt halt eben auch neu ist, ne? Und das Ding ist jetzt halt eben so, ich denke mal, die PvP-Kämpfe gegen die Magier, was ja nun mal so der Hauptgrund ist, oder ich sag mal, das Größte, was am Berserker geändert worden ist, dass der halt seine Fähigkeit nicht mehr gegen Magier einsetzen kann. Ich denke mal, man muss das differenziert betrachten. Im PvP-Bereich wird das wahrscheinlich die Kämpfe deutlich gebalanceder machen, als sie vorher gewesen sind. Ich denke mal, fürs PvP ist es was Gutes. So, jetzt auf den PvE-Aspekt gesehen, also gegen Dungeon-Gegner, könnte es natürlich jetzt sein, dass der Berserker gegen Magier vielleicht hier und da auch ein paar Probleme bekommen kann. So, nicht wegen der 15 gecappten Raserei, dass er 15 Mal hintereinander maximal angreifen kann. Ich glaube, das spielt eher weniger eine Rolle und ich glaube, das würde auch die wenigsten interessieren. So, ne, weil du kannst halt auch zweimal hintereinander 15 Mal angreifen, wenn du jetzt also das sind halt ist auch schon eine 30er-Kombo, wenn man jetzt so, ne, wirklich lucky ist, sag ich mal. Also viele Treffer sind trotzdem möglich. Aber im PvE-Bereich gegen Magier könnte er jetzt hier und da strugglen. So, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt bei kommenden Serverstarts auswirken wird. Finde es tatsächlich auch noch gerade so, okay, ist gut, knapp, weil jetzt ist schon Pre-Registrierungsphase für EU4. Aber wenn jetzt viele Leute Bock gehabt haben, mit einem Berserker durchzurasieren und jetzt halt eben den Nerf kassieren, sag ich mal, ja, wäre es schlecht, wenn dieses Update direkt nach Serverstart gekommen wäre. Deswegen ist es noch okay, dass es gerade so vorher noch passiert ist. So, ne? Auch wenn jetzt schon Dienstag ist, wo das Update rauskam und die ersten Leute ihre Accounts vielleicht schon erstellt haben, ne? Können die sich das nochmal überlegen. Ich bin sehr gespannt darauf, weil der Berserker, so wie er ist, ja, eine Dungeon-Maschine natürlich ist, der kommt gegen jeden Gegner immer voran, immer weiter und auch gegen Magier hatte er ja keine Probleme, weil er einfach nur die Combo treffen musste und dann ist der Magier auch down. Jetzt ist es halt so ähnlich, jetzt ist der so, würde ich sagen, mit auf einer Stufe mit dem Dämonenjäger, weil der sich ja gegen Magier auch nicht wiederbeleben kann. Der kann sich gegen jede andere Klasse wiederbeleben, so, ne, aber gegen den Magier halt eben nicht. Und da würde ich sagen, sind Magier auch eher so die Bremsen im Dungeon-Segment. So, wie gesagt, im PvP-Bereich muss ich sagen, ist es jetzt, finde ich den Balance-Change tatsächlich sehr gut. Das macht das Ganze ein bisschen, gebalancer gegen im PvP, wie schon bereits gesagt, aber im PvE könnte der Berserker jetzt ein bisschen strugglen gegen eventuell Magier, weil er halt eben, ja, wenn man Magier hat, der ein bisschen mehr Leben hat, wird schwierig. So, dieses Durchentern, wie wir es kennen, wird halt nicht mehr so möglich sein, weil halt eben dieses unendlich hintereinander Schlagen gegen Magier jetzt halt eben nicht mehr funktioniert. So, das wollte ich damit nur sagen. Genau, dann machen wir mal weiter. Es geht noch weiter.
Der Legendary Dungeon. Es kommt zwar jetzt noch nicht, aber wurde auch was geändert. Erweiterungen in der Form von neuen Gegnern und vertonten Erzählern, Texten wurden für die zwielichtige Geburtstagssause hinzugefügt. Das wird dann der nächste Dungeon werden. Außerdem wurden 3 neue legendäre Gegenstände hinzugefügt. Helm, Amulett und Gürtel. Bin ich gespannt. Elevator. Ebene Häresie wurde implementiert, samt neuer Gegner und neuen Hintergrund. Das ist jetzt der, den wir jetzt bald sehen werden, morgen. Offizielle Manager des Shakes & Fidget Discords erhalten nun eine Ingame-Markierung visualisiert durch ein Discord-Icon. Finde ich sehr gut, dass auch hier die Leute, die sich um den Shakes & Fidget Discord und die SF-Taverne kümmern, da auch ein bisschen Wertschätzung erfahren. Ich glaube, vor ein paar Monaten ist es ja auch öffentlich geworden, beziehungsweise haben sie das so kommuniziert, dass sie auch, glaube ich, 25 Pilze oder so pro Tag erhalten. Finde ich komplett in Ordnung, verdienen sogar noch mehr, muss ich sagen, weil die halt eben auch sehr viel Liebe, Zeit und Herzblut auch in diesen Discord-Server stecken und der international betrieben wird und so eine gute Anlaufstelle geworden ist für die Community. Da muss man einfach sagen, da verdienen die auf jeden Fall auch deutlich mehr. Deswegen auch eine schöne Wertschätzung, so wie wir die Creator, wie sehe ich das am besten? Auf W50, ne, denke ich mal. Wie wir Creator so einen Haken bekommen sie jetzt halt eben so ein Discord-Abzeichen. Ich weiß gar nicht, kann man schon jemanden irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wer ist denn hier Discord-Mod? Keine Ahnung. Der Julian bestimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, hier auf W50 ist es noch nicht drauf. Das Ganze wurde ja bisher nur auf S31 geupdatet, aber der Berserker, habe ich gerade gesehen, wurde da schon neu gemacht in der Ehrenhalle. Zumindest das Icon war dort neu. Ja. Dämonenjäger. Fähigkeit heißt nun Elixier der Wiederbelebung. Besitzt nun auch einen ausführlichen Infoscreen, der über einen Klick auf den sekundären Waffenslot aufgerufen werden kann. Also für die Leute, die einen Dämonenjäger haben, ne, ich weiß jetzt nicht, habe ich gerade einen hier am Start? Ja, hier ist einer. Hier kann man auch sehen, Elixier der Wiederbelebung, und kann man sich alles ganz genau detailliert durchlesen, ne, wie halt eben diese Fähigkeit funktioniert. Finde ich sehr schön, ist sehr übersichtlich und denke ich mal auch eine gute Stütze für Leute, die neu in Shakes & Fidget sind und sich mit den Klassen noch nicht ganz so auskennen. Hinweistexte über den Nicht-Einsatz der Klassenfähigkeiten wurde in den implementierten Infoscreens ergänzt. Bade, Druide, Kampfmagier, Berserker, Dämonenjäger, Überarbeitung des SF-Accounts. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, also was damit gemeint ist. Zusätzliche Sicherheitsabfragen wurden eingebaut, wenn man einen Charakter permanent löschen möchte. Okay. Gildenkämpfe erhalten einen Spoilerschutz über deren Ausgang. Neutrales Icon im Postfach, bis man den Kampf gesehen hat. Werden jetzt zuverlässiger bis zu 24 Stunden nach dem Kampf in der Stadt angezeigt. Also das muss ich sagen, finde ich persönlich ziemlich nice, weil das Problem immer schon gewesen ist, wenn man in die Post geht und sich hier einen Dungeon-Kampf, einen Gildenkampf angucken möchte, dann hat man schon gesehen, ob man gewonnen oder verloren hat. Und das fand ich persönlich immer ziemlich doof, wenn man gerade spannende Gildenkämpfe oder so, ne, gegen gleichwertige Gilden führt und man den Ausgang nicht unbedingt schon gespoilert haben will, finde ich das nice. Das ist hier auf S31 schon der Fall, dass man hier eben erst nach dem Angucken gespoilert wird, beziehungsweise halt eben, dass man den Kampf zeigen kann und man halt nicht direkt weiß, okay, gewinnt man oder verliert man. Ne? So, also das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen. Und jetzt sieht man, aha, das ist grün untermalt. Wir haben uns das Ganze angesehen. Jetzt, haben wir das schon. Also es ist echt cool gemacht auf jeden Fall zum Zeigen. Schöne Sache und schöner Einfall auf jeden Fall. Behobene Fehler, auch immer gut. Charakter, es ist nicht mehr möglich, Tränke für einen Zeitraum von mehr als 4900 Tage anzuwenden, auch gut. Rüstwert wird jetzt korrekt angezeigt, wenn das Alter Ego dem Berserker angezogen wird. Slot für das Sammelalbum ändert sich nicht mehr beim Maushover, wenn es leer ist. Unterwelt, Bauzeiten für die Gebäude der Unterwelt werden jetzt wieder korrekt angezeigt. Dungeons, der erste Gegner im Dämonenportal in der Dungeon-Übersicht wird korrekt angezeigt. Arena, man wechselt nach einem Arena-Kampf nicht mehr automatisch zum Arena-Manager. Ich glaube, ja, das hatte mich einmal hier auf W60, dieses Opfern einmal von Runen, das hatte mich dazu gebracht, dass ich einmal auf dem
auf meinem Challenge-Server mit W60 da aus Versehen einmal geopfert habe. Zauberladen, Inventarslots bei der Hexe werden jetzt immer korrekt angezeigt. Glücksrad, beim Skippen des Glücksrads werden jetzt die Gewinne auch visuell korrekt dargestellt. Ja, das sind so die neuesten Sachen, die es jetzt hier in Shakes & Fidget gibt, die ich euch zeigen wollte. Ich würde sagen, allgemein ein ziemlich gelungenes Update. Schöne Sachen mit dabei. Und ja, jetzt wisst ihr soweit von dem Update Bescheid, beziehungsweise auch von mir, wie es bei mir jetzt die nächste Zeit weitergehen wird. Also, wie bereits schon erwähnt, am Mittwoch heute kommt jetzt nichts weiter. Ich werde, denke ich mal, hier noch das Elevator-Video aufnehmen. Das wird dann am Donnerstag kommen. Ne? Da startet ja dann offiziell für alle Leute der Elevator. Bei mir gibt es das dann schon eine Stunde früher zu sehen, weil ich ja immer meine Videos um 15 Uhr hochlade. Und also ein Stream leider nicht. Am Freitag wird dann gestreamt. Da widmen wir uns dann komplett dem Elevator und EU4 Serverstart. Dort bin ich ab 15 Uhr dann live bis 21 Uhr abends, weil ich dann wieder danach zur Nachtschicht muss. Und genau. Das ist erstmal so der Plan. Samstag kommt wahrscheinlich ein ganz normales Video. Und Sonntag gibt es dann auch nochmal einen Stream von W60. Dort haben wir es ja der Festungsevent. Und da möchte ich natürlich auf meinem Server, hatte ich ja schon bereits erwähnt, mit der neuen Gilde und der etwas besseren Edelsteinmine, bessere Steine finden. Und das ist so meine Mission. Das wird nochmal so meine letzte große Verbesserung, bevor die Challenge hier auf dem Server abgelaufen ist. 187. Und dann wird es das auch gewesen sein. Also Sonntag wird es nochmal dann einen dicken W60-Stream geben. Ne? Also Freitagsstream und Sonntagsstream. Das ist doch, denke ich mal, ganz cool. Wann genau, weiß ich noch nicht am Sonntag. Aber am Freitag steht soweit schon mal fest. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Falls ihr noch kein kostenloses Abo da gelassen habt, würde ich euch das auch sehr empfehlen, denn die folgenden Tage kommen natürlich auch eventuell wieder ein paar. Ja, mal gucken, ne? Wer weiß, der weiß, ne? Man darf ja immer nicht zu viel sagen, so, obwohl es eigentlich schon jeder weiß, so vom Ding her, ne? Das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.